Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur neuen Leica Q3 43. Ich habe mir ja vor einem Jahr schon die Leica Q3 angeschaut und da wirklich alle Themen behandelt. Heute will ich das ein bisschen anders machen, weil hier an der Kamera hat sich zur normalen Q3 mehr oder weniger nur das Objektiv geändert. Ihr solltet also mein Video zur Q3 anschauen, wenn ihr wirklich alle Themen abgedeckt haben wollt, weil hier im Video werde ich jetzt nur auf die Änderungen der Q3 43 eingehen, also mehr oder weniger nur das neue Objektiv mit seinen Vor- und Nachteilen. Ich will hier jetzt nicht nochmal mich wiederholen, weil alles andere ist eigentlich ziemlich genau gleich zur normalen Q3. Ein großer Dank geht hier erstmal wieder an fotoprofi.de und die Filiale in Stuttgart, die es mir möglich gemacht haben, die Kamera jetzt mal für längere Zeit zu testen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Leica-Kameras sind ja immer relativ schwer verfügbar. Deswegen danke dafür. Und dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit der Kamera an. Ihr bekommt mit der Q3 43, wie schon gesagt, eigentlich das klassische Q3-Design. Und das muss ja erstmal so gar nicht schlecht sein. Die Kamera kommt mit einem Gewicht von 780 Gramm mit Akku und Speicherkarte. Das ist also schon ein bisschen höher angesiedelt, aber es liegt auch gut in der Hand. Ansonsten hat sich zur Q3 selber eigentlich gar nichts geändert, außer dass ihr hier jetzt graues Leder statt schwarzes Leder habt. Ansonsten ist auch das Magnesium hier weiter schwarz lackiert und ich muss sagen, es sieht einfach zeitlos schön aus. Da kann man eigentlich nicht meckern. Leica kann schon relativ schöne Kameras bauen. Auch das sehr dezent gehaltene Leica-Logo hier an der Seite gefällt mir sehr gut. Vor allem sehr viel besser als die SL3, die ich letztens erst getestet habe, die hier einen riesen Leica-Schriftzug drauf hat. Das hat mir hier schon deutlich besser gefallen. Wie gesagt, die Kamera sieht wirklich sehr schön aus und liegt auch gut in der Hand. Klar, an der Griffigkeit könnte es ein bisschen besser sein, weil ihr habt hier einfach gar keinen richtigen Griff. Aber da gibt es ja was im Zubehör dafür. Natürlich hat auch die 43er Version eine IP52 Schutzklasse. Ihr solltet hier also mit Staub und Regen so gut wie gar keine Probleme bekommen. Alles in allem ist soweit wirklich alles toll verarbeitet. Die Bedienelemente und so weiter lassen sich gut bedienen, auch die Knöpfe und so weiter. Das hat sich zur Q3 hin überhaupt gar nicht geändert. Was sich auch nicht geändert hat, ist dann hier das Rad da hinten, das Daumenrad. Ich komme irgendwie ein bisschen schwieriger hin. Das habe ich an der normalen Q3 auch schon bemängelt und das ist hier auch so. Ansonsten kann man mit der Kamera wirklich sehr toll arbeiten. Es hat sich zur normalen Q3 also nur das Objektiv geändert und da möchte ich jetzt natürlich drauf eingehen, weil das beeinflusst so ziemlich alles, was mit Bildern, Bildqualität und so weiter zu tun hat. Ihr habt jetzt hier die 43 mm mit einer Anfangsblende von 2. Das heißt, ihr habt 15 mm mehr, aber dafür eine halbe Blendenstufe weniger Licht auf dem Sensor. Da kommen wir später noch dazu. Das hat nämlich kleinere Auswirkungen auf den Autofokus. Ansonsten ist das Objektiv von der Bedienung her nicht groß unterschiedlich zu der normalen Q3-Version. Ihr habt hier vorne auch wieder einen Blendenring, welchen ihr entweder auf Auto stellen könnt oder eben auf die Blenden von 2 bis 16. Der lässt sich toll bedienen, der rastet auch ein, der hat auch diese Zwischenstufen, die da so einrasten. Ihr könnt ihn nicht irgendwie deklickbar einstellen oder so, ihr hört das also immer. Wenn ihr jetzt Video filmen wolltet, dann könntet ihr das theoretisch hören. Für Video ist die Kamera jetzt aber, ich sag mal so, nicht unbedingt geeignet. Ihr könnt damit zwar 8K-Video und so weiter aufnehmen, aber ihr habt nicht mal einen Mikrofonanschluss. Also deswegen, Video lasse ich sowieso ganz außen vor. Kommen wir weiter zu den Bedienelementen. Ihr habt dann hier natürlich auch noch einen Fokusring. Der ist, wenn ihr das auf Autofokus stehen habt, hier auch eingerastet. Ihr müsst dann hier an der Seite leicht drücken und dann könnt ihr den Fokus auch manuell verstellen. Und da muss ich wirklich sagen, das lässt sich richtig toll bedienen. Also manuellen Fokus, das hat Leica einfach drauf und das ist auch hier am Objektiv so. Der lässt sich richtig schön sauber und sanft verstellen. Ihr könnt da richtig schön manuell fokussieren. Ihr habt dann natürlich auch Helferlein, die euch da noch helfen, wie zum Beispiel eine Lupe oder sowas. Ich habe die Kamera aber ehrlicherweise sehr oft im Autofokus-Modus benutzt, weil ich eben jemand bin, der wirklich sehr gern den Autofokus benutzt. Klar, in manchen Szenarien habe ich dann manuell fokussieren müssen, aber da kommen wir auch später dazu. Hier hinten am Objektiv habt ihr dann noch den Ring, um in den Makro-Modus umzustellen. Und den müsst ihr auch umstellen, wenn ihr eine relativ nahe Naheinstellgrenze haben wollt. Standardmäßig im normalen Modus habt ihr nämlich 60 cm Naheinstellgrenze und das ist jetzt schon ein gutes Stück weit weg von der Kamera. Im Makro-Modus ändert sich dann die Naheinstellgrenze auf 25 cm. Das ist jetzt immer noch nicht so, dass ihr da ein riesen Makroobjektiv habt, aber ihr kommt auf jeden Fall schon deutlich näher hin. Vorne am Objektiv könnt ihr dann kein
keinen Filter montieren. Das heißt, mit dieser Gegenlichtblende, die mitgeliefert wird, könnt ihr keinen Filter montieren. Ihr habt da noch einen Adapterring, dann könnt ihr auch einen Filter montieren. Ihr habt aber nicht die Möglichkeit, die Gegenlichtblende zu nutzen. Da müsst ihr auf die optional erhältliche runde Gegenlichtblende ausweichen. Das hat laut Leica einfach den Hintergrund, dass das Ganze hier kompakt gehalten wird. Ihr seht es ja hier, die Linse ist wirklich sehr klein und die Kamera soll ja auch wirklich kompakt sein, weil das ja ein großer Vorteil der Kamera ist. Deswegen, ja gut, man hat den Adapter mit im Lieferumfang. Man muss jetzt natürlich noch mehr Geld ausgeben für eine andere runde Gegenlichtblende. Bei dem Preis, ja, ist natürlich nicht so ideal. Dafür habt ihr einen sehr straff sitzenden Deckel, also der ist hier wirklich sehr fest da vorne drauf. Da müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen, dass ihr den irgendwie mal verlieren könnt. Der ist da wirklich sehr fest drauf. Bis aufs Objektiv ist hier also alles gleich. Eben auch der Sensor. Ihr bekommt hier den 60-Megapixel-Sensor und das ist gar nicht schlecht, dass ihr den da drin habt, denn der ist wirklich sehr gut. Die Bildqualität ist wirklich hervorragend und trotz der hohen Auflösung könnt ihr damit auch richtig tolle Lowlight-Fotos machen. Also ich habe da keine Probleme, bis ISO 6400 oder manchmal auch ISO 12800 zu gehen. Das löst der Sensor wirklich sehr schön auf und ihr habt da einfach ein ganz feines Rauschen im Bild. Da lässt sich das Ganze dann auch sehr gut entrauschen. Und ja, die 60 Megapixel bieten euch einfach sehr viele tolle Details. Und wenn wir dann mal über die Bildqualität reden und uns zuerst mal die Schärfe anschauen, dann ist es schon wirklich richtig, richtig scharf. Also selbst bei Offenblende 2 in der Bildmitte, das Bild ist richtig scharf. Wenn ihr da ein bisschen abblendet auf F4, merkt ihr eigentlich keinen Unterschied. Also ich bin wirklich so ehrlich, bei einer 100% Ansicht von einem Bild auf einem normalen Monitor werdet ihr da wahrscheinlich keinen Unterschied mehr in der Schärfe feststellen können. So scharf ist das Objektiv schon bei Offenblende. Auch im Außenbereich ist das Ding wirklich sehr scharf. Jetzt ist es so, im Außenbereich, wenn ihr da abblendet, sagen wir mal von 2 auf 4, dann seht ihr ein klitzekleines bisschen mehr Schärfe im Bild. Aber wie gesagt, es ist wirklich scharf. Und wenn man sich hier über was nicht beschweren darf, dann ist es wirklich die Schärfe, denn die ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber Schärfe ist natürlich nicht alles. Das Objektiv hat natürlich auch richtig tolle Kontraste und eine tolle Farbwiedergabe. Was auch wichtig ist, ist das Bokeh. Bei 43 mm mit einer Blende 2, wenn ihr da ein paar so Porträts schießt oder sowas, habt ihr ja ein Bokeh, was ihr auch deutlich sehen werdet. Und das ist hier sehr schön, sag ich mal. Es ist auch wirklich ein schönes Bokeh. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Fan davon, wenn es wirklich cremige Bokehs gibt. Aber bei 43 mm Blende 2, da müsst ihr schon relativ nah ans Motiv hin, dass der Hintergrund schon komplett verschwimmt. Das ist dann natürlich nicht so oft der Fall, wenn ihr gerade Porträts im oberen Körperbereich macht oder sowas. Aber das Bokeh ist trotzdem sehr schön. Ihr habt da jetzt nicht die riesen Verwirbelungen drin oder sowas. Es ist nicht zu wild, es passt einfach. Ich finde, es hat einen schönen, angenehmen Look. Es dürfte aber auch nicht zu wild sein. Also ich bin ja wirklich, wie gesagt, ein Fan von cremigen Bouquets und wenn es zu wild wird, gefällt mir das auch nicht, aber hier ist es wirklich passend. Es passt einfach zum kompletten Bildlook der Kamera. Auch der Übergang von der Schärfeebene in den Hintergrund ist wirklich sehr weich und passend, also da kann ich einfach nicht meckern. Das gefällt mir doch sehr. Und wenn wir uns die Bokehbällchen angucken, dann sehen wir da in der Bildmitte bei Offenblende haben wir schon relativ runde Bokehbällchen. Die werden zur Seite hin so ein bisschen mehr zum Katzenauge, sieht aber insgesamt auch nicht so schlecht aus. Wenn ihr da ein bisschen abblendet, dann werden die auch ein bisschen runder. Was ihr auf keinen Fall habt, ist irgendwie irgendwelche Zwiebelringe oder so im Bokeh. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Wo man ein bisschen meckern könnte, sind chromatische Aberrationen und Low-K. Das hat das Objektiv einfach ein bisschen. Also wenn ihr hier direkt ins Gegenlicht fotografiert, beziehungsweise zum Beispiel hier auf einen Baum, wo dann die Sonne durch den Baum durchscheint, dann seht ihr hier schon öfters mal chromatische Aberrationen. Also entweder so bläulich oder leicht rötlich, das ist da schon ein bisschen deutlicher zu sehen, wie es jetzt bei anderen Objektiven so der Fall ist. Aber es gibt dem Ganzen ja auch so ein bisschen einen Look. Auch hier die Low-Ks seht ihr, da ist ein bisschen was vorhanden. Wie gesagt, bläulich oder rötlich. Es ist also kein perfektes Objektiv. Aber ich sag's mal so, viele Leica-User wollen das ja auch so, dass das Objektiv einfach so einen gewissen Look hat und das hat das Objektiv hier auch auf jeden Fall. Es ist sehr weit weg von perfekt, beziehungsweise nennen wir es nicht sehr weit weg, weil es ist eben sehr scharf, aber es hat noch ein paar so Eigenheiten, so eigene Merkmale, wo man halt schon ein bisschen was ausmachen kann, dass es eben
ja, einen Look generiert, nenne ich es mal. Aber klar, wenn jetzt jemand hier das perfekte Objektiv erwartet, das ist es auf gar keinen Fall. Und wenn wir hier vom Gegenlicht reden, dann können wir natürlich auch kurz das Gegenlichtverhalten ansprechen. Und das ist meiner Meinung nach sehr gut. Also ihr habt selbst in wirklich starken Gegenlichtsituationen, wenn ihr in die Sonne fotografiert oder so, fast kein Ghosting und ja, nur sehr wenige Flares. Also klar, es lässt sich immer herausfordern. Das ist bei jedem Objektiv so. Irgendwann kommt eine Grenze, wo auch alle Beschichtungen und so weiter nichts mehr bringen. Aber das Objektiv gehört schon wirklich zu den Objektiven, die das Gegenlicht sehr gut handeln können. Ihr habt hier ja auch noch eine sehr gute Gegenlichtblende, die euch da den meisten Teil vom Streulicht, sag ich mal, nimmt. Aber selbst, wie gesagt, wenn ihr in die Sonne fotografieren solltet, sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Wenn wir dann von in die Sonne fotografieren reden, dann kommen wir auch noch kurz zu den Blendensternen. Ihr könnt ja auf Blende 16 abblenden und bekommt dann wirklich Blendensterne. Die sind aber sehr weich. Also ihr habt da keine harten Strahlen und jetzt kommt es drauf an, es gibt ja Fans von Blendensterne, die dann wirklich sehr viele harte Strahlen sehen wollen. Ihr seht hier die Strahlen, aber die sind, wie gesagt, sehr, sehr weich. Das muss einem halt gefallen. Dem einen gefällt so, dem anderen so. Hier ist es eben so. Insgesamt ist das Objektiv, wie gesagt, sehr gut, aber auch nicht frei von Fehlern. Das Objektiv hat sich also geändert. Das hat Vorteile, ihr habt 43 mm. Nachteile, ihr habt eine halbe Blende weniger Licht und dann kommen noch ein paar Nachteile mit. Da will ich jetzt drauf eingehen. Und zwar nennen wir mal das größte Problem, den Autofokus. Der Autofokus selbst war an der normalen Q3 jetzt schon nicht das große Highlight und er hat sich auch hier nicht geändert. Ihr habt immer noch 315 Messfelder, das ist soweit gar kein Problem. Die Kamera hat eine Motiverkennung, die funktioniert auch wirklich sehr gut, wenn genug Licht vorhanden ist. Im Lowlight hat die Kamera nämlich wirklich Probleme. Und weil wir hier jetzt von einem 1,7er Objektiv auf einen 2er Objektiv, also Blende 2 gekommen sind, ist es auch so, der Sensor bekommt weniger Licht ab. Und das macht ihm die Arbeit einfach nicht einfacher. Jetzt haben wir hier auch noch 43 mm Brennweite. Das heißt, wir sind ja sowieso immer in einem Bereich, wo wir vielleicht näher an einem Motiv sind. Das heißt, die Schärfeebene ist auch nicht so hoch wie jetzt bei einem 28 mm Objektiv. Und das heißt, der Autofokus muss noch mehr arbeiten. Und das ist wirklich das, ja, da zeigt die Kamera eben eine sehr große Schwäche. Sobald das Licht ein bisschen mehr weg ist, und da muss es nicht mal dunkel sein, also es reicht, wenn ihr zum Sonnenuntergang fotografiert, aber nicht den Teil, wo die Sonne dann schon wirklich weg ist, sondern noch lange davor, dann fängt der Autofokus schon deutlich an zu pumpen und der sucht dann eben sein Motiv. Wenn er das Motiv dann mal gefunden hat, dann ist alles gut, dann stellt er wirklich scharf und die Bilder sind 1A auf die Pupille oder so beim Augenautofokus. Das passt alles, aber bis zu dem Moment, bis er scharf gestellt hat, dauert es dann doch wirklich eine relativ lange Zeit. Und jetzt war das so, ich hatte die Kamera auf einer Hochzeit dabei. Das war im Innenraum bei Tageslicht, ich sag mal Tageslicht durch die Fenster und Kunstlicht von der Decke her. Und da war es schon wirklich so, es war noch Tag und die Kamera hat da schon angefangen, leichte Probleme zu haben. Als es dann wirklich dunkel wurde und dann nur noch Kunstlicht in allen möglichen Varianten vorhanden war, dann hat das Fokussieren so schon gar keinen Spaß mehr gemacht, weil die Kamera wirklich sehr lang gebraucht hat, bis sie damals Motiv erkannt hat und dann auch was getroffen hat. Und es ist auch schade, dass sich hier an der Kamera wirklich nichts getan hat zur normalen Q3 jetzt hin. Meiner Meinung nach wäre da schon Luft gewesen, da vielleicht ein bisschen was zu verbessern. Es ist aber nicht nur der Autofokus im Lowlight, sondern auch der AFC, also die kontinuierliche Fokusverfolgung bei Tageslicht. Da ist es immer noch so, das hat auch die SL3 und die Q3 hat es, irgendwie kriegen die das nicht in den Griff. Der zittert immer so ein bisschen hin und her bei der Erkennung. Das ist ja auch schön, wenn die Kamera den Fokus nachstellt, soll sie ja auch kontinuierlich machen. Aber ihr habt da eben immer dieses bisschen Zittern da drin. Der Fokus passt nachher im Bild auch, aber das Zittern selber nervt dann schon, ja, deutlich. Es ist, wie gesagt, 2024 und sehr viele Hersteller machen das schon deutlich besser. Ansonsten hat sich auch gar nichts an der Serienbildgeschwindigkeit oder so geändert. Ihr habt hier immer noch 4 Frames in der Sekunde, wenn ihr den Autofokus und die 14-Bit Farbtiefe haben wollt. Ich sag's mal so, 60 Megapixel, die Kamera ist auch nicht auf Sport ausgelegt. Das ist jetzt was, das kann man noch verschmerzen. Da tut der Autofokus doch schon ein gutes Stück mehr weh. Auch bei der Akkulaufzeit bekommt ihr hier immer noch 350 Aufnahmen nach CIPA-Messverfahren. Also
Ich sag's mal, reell solltet ihr schon auf 500, 600 Aufnahmen kommen. Ich war bei 500 Bildern und habe immer noch ein bisschen Akku gehabt. Es kommt natürlich aber auch darauf an, wie ihr die Kameraeinstellungen habt, also ob ihr den Sucher auf 120 Bilder pro Sekunde eingestellt habt und wie ihr die Energiesparoptionen so einstellt. Das lässt sich alles einstellen und wie gesagt, also 500 Bilder sollten eigentlich schon drin sein. Der Lieferumfang. Das ist ein bisschen ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte zuerst in den ganzen Foren gelesen, die Leute haben sich aufgeregt, dass kein Ladegerät für den Akku dabei ist, was man heutzutage schon verschmerzen kann. Die Kamera lässt sich ja über USB-C laden und es ist auch ein USB-C-Ladekabel dabei. Aber es ist eben nur das USB-C-Ladekabel dabei, also ein USB-C auf USB-C-Kabel. Ein Adapter, ein kleines Netzteil, wo ihr das Ganze einstecken könnt, ist nämlich nicht dabei. Und das ist dann schon wieder ein Thema. Als ich ein Unboxing gemacht habe, ich habe da ja ein Video dazu gemacht, da musste ich erstmal kurz schlucken, weil ich hätte nicht gedacht, dass auch dieses USB-C-Netzteil fehlt. Wenn ihr die Kamera jetzt kauft und sagen wir mal, ihr seid jemand, der kein Smartphone und gar nichts hat mit einem USB-C-Netzteil, dann könnt ihr die Kamera erstmal nicht laden und der Akku kommt leer bei euch an. Das heißt, ihr könnt die ja noch nicht mal starten. Und das ist ein bisschen ein Thema bei einer 6.750 € Kamera. Ja, man hätte es vielleicht besser machen können. Klar, Umweltschutzgründe und so weiter, aber so ein kleines USB-C-Netzteil, das kostet Leica auch nichts. Und ob das jetzt die Umwelt schützt, denkt an die Leute, die sowas vielleicht einfach nicht zu Hause haben und sich eine Kamera für 6.750 € kaufen. Und ansonsten war es das eigentlich so von den Änderungen und von den Eindrücken von der Kamera. Mein Fazit zu der Kamera ist einfach, 43 mm Brennweite gefallen mir schon sehr gut. Die gefallen mir, glaube ich, sogar besser als die 28 mm Brennweite, welche die Q3 bietet. Das habe ich mir auch so vor dem Test schon gedacht. Es ist aber so, manchmal hatte ich so das Gefühl, okay, ich muss jetzt doch noch ein Stück zurücklaufen, dass das Bild wirklich passt. Und ich habe eigentlich gedacht, die 43 mm würden mir deutlich mehr passen, wie es jetzt hier an der Kamera war. Vielleicht bin ich doch so eher der 35 mm, 30 mm Fotograf. Da muss ich mal noch ein bisschen so in mich finden. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Kamera gemacht. Und man muss auch sagen, die Bildqualität, das Objektiv und so weiter, die kann wirklich überzeugen. Es tut nur einfach weh, den Autofokus so arbeiten zu sehen, dass er da wirklich die Probleme im Lowlight hat. Heutzutage geht es halt schon deutlich besser, wenn man mit Canon, Nikon, Sony oder sogar auch Fuji und Panasonic fotografiert. Da merkt man, da geht es schon deutlich besser. Und ich weiß nicht genau, was hier einfach das Problem ist, dass die das, wie auch an der SL3, nicht so wirklich hinbekommen. Das ist eben ein bisschen schade, weil ansonsten hat man mit der Kamera ein richtig tolles Gesamtpaket. Es macht einfach sehr Spaß, die Kamera zu benutzen. Vor allem, es ist eben sehr kompakt. Ihr habt als Alternative zu der Kamera, es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative. Ihr könnt vielleicht eine Sony A7CR nehmen und da das, ich glaube, 40 mm 2,5er Objektiv draufnehmen. Das ist von der Größe ungefähr in dem Bereich, aber ihr habt dann eben eine Sony-Kamera mit einem 40 mm Objektiv und nur einer Blende von 2,5. Habt da natürlich den viel besseren Autofokus, aber ihr habt trotzdem keine Leica und vor allem eben nicht diese Verarbeitung, diese Materialien. Da zahlt man halt wirklich dafür, wenn man eine Leica kauft. Wie gesagt, eine Alternative ist schwierig. Es ist vielleicht die Q3 mit 28 mm noch. Die kriegt man gebraucht jetzt auch schon zu deutlich günstigeren Preisen. Die Preise sind fast 2.000 € günstiger, als jetzt die Kamera hier kostet mit 6.750 €. Muss man sich halt die Gedanken drüber machen. Es ist immer noch sehr, sehr viel Geld. Eine Leica muss man halt auch wirklich schon wollen. Ob ich die Kamera jetzt kaufen würde? Sie macht schon Spaß, aber meine Fuji X100 Mark VI macht auch sehr viel Spaß und ist ein gutes Stück billiger gewesen. Ob ich wechseln würde, irgendwann vielleicht wechseln will, das will ich jetzt so mal noch nicht sagen. Spaß macht die Kamera auf jeden Fall. Wenn ihr Interesse daran habt, guckt einfach mal bei Fotoprofi in Stuttgart vorbei oder in der Fotoprofi-Kette. Wie gesagt, ich habe die Kamera von denen ausgeliehen. Das ist jetzt ihr Demo-Modell. Wenn ihr die ausprobieren wollt, geht dort vorbei, dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen.
Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich löse da jetzt nicht wieder irgendwie einen kleinen Shitstorm aus oder sowas, wo die Leute kommen und sagen, 6.750 € für eine Kamera ist gesponnen. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.